Gesundheit ist erstens eine grosse Gnade, auf die hat man kein Anrecht, stolz zu sein. Ich gehöre zu denen, die fast nie krank sind. Ich mache sehr viel, auch um gesund zu bleiben. Essen, ja, Essen wird aber überbewertet. Ich bin selber Selbstversorger. Ich glaube, dass gesunde Bewegung, die richtige Bewegung, vor allem eben die elastisch federnde Bewegung, ein Schlüssel ist. Weiter dazu gehört, dass man sich selber auch ein bisschen faszienmässig therapieren kann, Faszien lösen, um beweglich zu bleiben, weil Beweglichkeit ist Grundvoraussetzung für die Schmerzfreiheit. Die Ernährung ist ein sehr wichtiger Faktor. Über die Ernährung liefert man die ganzen Antioxidantien und die sind wichtig gegen Entzündungen. Noch wichtiger ist moderate Bewegung, weil das Bauchfett produziert Entzündungen und die kann man nur kompensieren mit aktiver Muskeltätigkeit in einem Pulsbereich, wo nicht im Normalpuls ist, sondern moderat höher. Darum wird Bewegung unterschätzt und die Ernährung, vor allem die Superfood-Sachen, da halte ich nicht viel davon. Es ist alles eigentlich Superfood, wenn es nicht zu viel ist und sehr variantenreich, auch lokal und auch saisonal. Und ich kann es nicht genug erwähnen, die elastisch federnde Bewegung, da glaube ich, die wird völlig unterschätzt. Die ist noch, ich würde jetzt nicht sagen wichtiger als die Ernährung, aber sie wird dermaßen unterschätzt. Es wäre langsam an der Zeit, dass die elastisch federnde Bewegung einmal ein bisschen cooler und sexier wird und nicht nur die Ernährung. Es ist halt so, dass gesund ernähren ist viel einfacher, als sich gesund zu bewegen. Weil Bewegung kostet etwas, kostet Zeit, kostet ein bisschen Einsatz. Und das ist vielleicht auch ein Faktor, warum dass sie so ein bisschen unter dem Wert geschlagen wird. Ich mache sehr gerne Prognosen dort, wo ich mich berufen fühle, um Prognosen zu machen. Als Unternehmer muss man das immer wieder nach vorne schauen und ich schaue gerne nach vorne, aber jetzt in Bezug auf Gesundheitswesen-Prognosen, da traue ich mich nicht, irgendwie etwas zu sagen. Aber was ich kann sagen, wir werden alles daran tun, um die Reformation in Gang zu bringen. Wir haben, wie gesagt, viele Kunden weltweit und wir werden nicht aufhören, nicht nachlassen, die Götter in Weiss ein bisschen abzuholen auf Augenhöhe vom Patienten, weil das ist immer besser, wenn man mit dem Gegenüber auf Augenhöhe ist, als wenn man so auf die Menschen herabschaut. Das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Und wenn man das macht, so ist es auch in der Reformation in der Kirche gewesen, dann kommt Bewegung rein und dann nachher ist nicht nur eine Seite, die profitiert, sondern dann profitieren nämlich alle voneinander. Ja, es ist ja völlig logisch, weil sie werden auf eine falsche Fährte geführt. Ein Beispiel, ich wiederhole es halt. Die Angstmacherei mit Arthrose, das ist eine falsche Fährte, das ist eine Gemeinheit, die Leute in diese Richtung zu führen und nachher einfach zu sagen, man muss sich mehr bewegen. Wie will sich denn jemand mehr bewegen, wenn er nicht mehr laufen kann? Wie soll man sich denn noch bewegen? Ja, ich höre auch aus den Medien, dass es zu viele Spitäler gibt. Und wenn es zu viel gibt von etwas, dann fängt ein Konkurrenzkampf an. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Verlierer und Gewinner und es gibt eine Verkleinerung vom Markt. Die Spitäler nehmen ab. Auf der anderen Seite sind enorm viele Privatkliniken entstehen.
Und das sind im Wesentlichen orthopädische Kliniken, wo eben operiert wird. Und eine Gesundschrumpfung müsste jetzt passieren. Jetzt müsste sie weniger geben, damit auch die Prämien runtergehen. Aber da sperren sich alle mit Händen und Füßen zum Runtergehen. Das ist jetzt eine riesige politische Debatte. Dabei müsste man einfach mit diesen Operationen aufhören, mit den orthopädischen Operationen. Dann würde es eine Gesundschrumpfung geben und dann würden auch die Prämien runtergehen. Ich habe auch gelesen, dass die Krankenkassen 800 Milliarden zu viel Geld haben. Und ich verstehe nicht, warum das dann Prämien hochgehen. Motivation ist einfach völlig daneben. Im ganzen Gesundheitswesen, die Motivation ist Geld und das kann es doch nicht sein. Das geht alles auf die Schultern und zulasten vom Prämienzahler und vom Patienten. Ich wünsche mir, dass der Patient mündiger wird, dass die Götter in Weiss von ihrem Status oben runterkommen, auf die Augenhöhe vom Patienten, dass der Patient nicht einfach irgendjemandem glaubt, weder dem Arzt noch mir, sondern selber ausprobiert, versucht, das Heft respektive Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen, soweit das möglich ist. Und ich kann da nur einfach nochmal sagen, Gesundheit ist eine grosse Gnade, aber es ist auch wichtig, dass man das selber tut, was man kann.